Er dreht sich natürlich wie von Geisterhand auf der Stelle, denn er ist mit einem Rangierantrieb ausgerüstet, einem Zweikanal Mover XT von Truma, und damit kannst du wirklich deinen Anhänger oder deinen Wohnwagen auf der Stelle drehen. Hier ist Stefan Buhr. Grüß dich, Stefan. Ja, hallo, grüß dich, Sven, hallo. Ja, die Sendung mit dem Stefan machen wir heute mal. Wir können alle ein bisschen was lernen. Das ist eine Rangierhilfe der Extraklasse. Sie ist nicht ganz billig, aber man kann sie umbauen. Wir können sie gleich mal zeigen, wenn man einen neuen Wohnwagen kriegt oder man den alten schrottet. Man kann zumindest mal die Rangierhilfe mitnehmen. Ja, genau, das hier ist der Truma Mover XT. Meiner Meinung nach das beste Gerät am Markt. Und dieses gesamte Gerät, was wir hier sehen, ist ein Demo-Modell. Es ist ein kleines Alco-Fahrgestell und das soll einen Wohnwagen symbolisieren. Und da sieht man mal, wie die Technik eingebaut ist. Und mit dem kleinen Gerät fahren wir jetzt mal ein bisschen. Ich überlege, ob wir den nicht mal auf die Stadtautobahn drauf machen. Kennzeichen drauf, rote Nummer. Genau. Nee, darf man nicht, oder? Ich denke eher nicht, ne? Der fährt von alleine. Das ist ein kompletter Mover, ist hier verbaut. Das Besondere ist sogar eine Solaranlage drauf, denn viele haben das Problem, die vergessen die Mover-Batterie. Also ich hatte meine Mover-Batterie sogar dediziert eingebaut. Die war nicht an der Elektronik vom Wohnwagen dran, damit die immer schön voll ist. Und du fährst jetzt gerade hier durch. Du hast eine Fernbedienung, zeig mal gerade, das ist wie beim Auto, beim Spielzeugauto. Ja, das ist hier wie so eine kleine Fernbedienung und auch mit so einem Joystick, und dann kann man den auch richtig drehen. Und das ist eben die Besonderheit an dem Gerät. Ich drehe den jetzt hier praktisch auf der Stelle herum. Ein Motor fährt vorwärts, ein Motor fährt rückwärts, und ich kann den wirklich auf der Stelle herumfahren. Und das ist schon was richtig Tolles, das hier, ne? Ja, ich hatte ja selber einen Zweikanal-Mover, allerdings an einem Doppelachser. Das geht, aber da sollte man einen Vierkanal nehmen. Das auf der Stelle drehen ist übrigens bei den Einachsern unproblematisch, bei den Doppelachsern nicht zu empfehlen, weil man sollte ein bisschen vorfahren und dann... Ja, da steht einfach die 4 Reifen, die stehen im Quadrat. Und wenn man den auf der Stelle dreht, und dann sieht man richtig, wie förmlich der Reifen von der Felge versucht schon wegzugehen, und deswegen da immer ein bisschen Bewegung, noch ein bisschen geradeausfahrt machen. Ja, wir haben ein schönes Modell hier. Der Truma XT, ich habe ihn selber, also seit 7 Jahren auch bei dir gekauft, muss ich dazu sagen. Habe auch genau diese Batterie, das ist eine Hochstrombatterie, eine Optima, die besonders lange funktioniert mit dem Mover. Ja, empfehle ich auch, ausschließlich diese Batterie zu nutzen. Es gibt ja ganz viele andere Batterien auf dem Markt, aber mit dieser Batterie haben wir im Prinzip nie Probleme, dass sie mal eine Tiefentladung erfährt im Winter. Dennoch empfehle ich auch im Winter, die Batterie dennoch auszubauen. Habe ich gemacht. Also ich habe sie jetzt mal immer dranhängen gehabt. Sie ist jetzt wirklich nach 7 Jahren immer noch fit. Ja. Das Besondere sind die hohen Ströme. Die hat zwar nicht viel Leistung, aber die kann, ich glaube, 400 Ampere entnehmen. Also ganz krass. Also nagelt mich jetzt nicht fest auf genau die Werte. Wir können ja mal zeigen, hier haben wir einen kompletten Mover eingebaut. Der besteht einmal aus 2 Motoren. Hier haben wir sogar die elektrische Version. Ich weiß nicht, gibt's eigentlich noch die mechanische? Ja, die gibt es immer noch. Und das hier ist der Mover XT. Den gibt es jetzt auch schon seit, ich schätze, das dürften 8 Jahre sein, wo es den gibt. Total ausgereiftes Gerät. Ist der schnellste, der stärkste und der beste Mover, insbesondere bei Fahrzeugen. Die ganzen 2-Tonnen-Fahrzeuge sollte man unbedingt den Mover XT nehmen. Da würde ich mit dem manuellen bis maximal 1800 Kilo noch gehen. Also ich kann euch mal eine Geschichte erzählen. Ihr habt mir davon abgeraten. Ich habe diesen Zweikanal-Mover. Zweikanal, warum? Der hat 2 Motoren, nämlich einen hier und einen da. Ich habe diesen Zweikanal-Mover tatsächlich angeschlossen. Das passiert übrigens nach einer Zeit, wenn man nichts macht, an einen Doppelachser mit 2 Tonnen, der auch regelmäßig mal 2,2 Tonnen hatte, und bin mit dem eine 11 Grad Steigung hochgefahren. Und das hat er gepackt. Ja. Der Nachteil ist, wenn dieser Druck, wir können es ja mal gerade zeigen, wenn du das mal gerade zurückfährst, dass man das mal sieht, also das sind Rollen, die werden an den Reifen angedrückt. Und diese Rollen, das ist das Besondere, haben einen gewissen Druck, und dieser Druck lässt natürlich nach. Du weißt warum? Gerade eine Sekunde. Weil sich der Reifen abnutzt, A, und B, der Luftdruck könnte weniger werden. Und wenn der Luftdruck nicht stimmt, dann sinkt natürlich auch der Druck auf den Reifen. Und jetzt schwenkt er gerade weg. Genau, jetzt sieht man, was für einen immensen Druck der gemacht hat, wo jetzt weggeht. Und ist der Druck auch nicht groß genug, die Bremse ist ja offen beim Fahren, könnte der Wagen natürlich auch von selbst dann durchrutschen durch die Walzen.
Das ist noch nie passiert übrigens. Es ist einmal passiert, dass ich an einer extremen Steigung war und der hat dann auf dem Reifen mal durchgerutscht. Das kann mal passieren. Bei nassen Reifen insbesondere, ne? Und also wir haben auch schon mal welche gehabt, die immer gern einen Bordstein hochfahren. Sollte man ja auch nicht machen, ohne dass man da sich einen Keil vormacht. Und dann haben wir schon andere Walzen angebaut von einem Vorgänger-Mover-Modell. Dann ging er sogar den Bordstein hoch. Ja, also meiner ging sogar am Bordstein hoch. Das war kein Problem. Das Besondere war, was ich gemacht habe, ich habe mir einmal in Kroatien letzte Rettung, bin ich in eine Einbahnstraße reingefahren, kam nicht mehr raus, musste rückwärts rausfahren und dann ging aber die Bremse zu beim rückwärts rausfahren, weil ich hatte keine Bremsen-Outlock-Funktion. Und dann bin ich mit dem Mover zeitgleich, mit dem ich rückwärts gedrückt habe, mit dem Mover rückwärts gefahren und habe hinten mit dem Fahrzeug gedrückt und dann ging's. Vorher hatte ich keine Chance. Das Ding ist so powerful, du kannst etwa 40 Minuten fahren damit. Das ist jetzt ein Praxisbericht, also 40 Minuten mit einer Ladung. Aber es kommt noch besser, Ladegerät ist dabei im Set. Ja genau, das hier ist ein Powerset von Truma mit der Optima-Batterie, mit dem entsprechenden Ladegerät. Und das filmt jetzt das Wenkrad ab und davor sitzt noch das Steuergerät. Das wird irgendwo eingebaut im Innern. Genau, das sieht man jetzt so nachher nicht mehr. Und das Ladegerät, das ist am 220 Volt Strom angesteckt. Sobald man von außen Strom drauf gibt auf das Fahrzeug, lädt die Batterie automatisch. So, hier ist sogar noch ein Solarpanel mit dabei, ganz praktisch. Das lädt diese Batterie immer voll, damit die schön voll ist. Das gibt es optional, aber das Besondere ist, du kannst dieses Truma quasi rückstandslos wieder ausbauen, indem du nämlich eine spezielle Halterung je nach Fahrgestell nimmst. Genau, es kann sein, dass ein spezielles Fahrgestell auch eine spezielle Halterung erfordert. Und bei diesem Chassis hier haben wir jetzt gar keine besondere Halterung dran. Aber beim Erebor Touring zum Beispiel, es gibt ein paar Fahrzeuge, da brauchen wir spezielle Adapter, damit das überhaupt dran hält. So, zeigen Sie gleich nochmal, wie es ranfährt. Hier vorne ist noch ein Sicherheitselement, das habt ihr mir auch dran gebaut. Dieser Mover funktioniert nicht, wenn die Kupplung, das heißt dieser Wohnwagenstecker angeschlossen ist am Fahrzeug. Das heißt, hier ist so eine Art Blindstecker, der hat auch keine Funktion, sondern der sorgt nur für eine Überbrückung, sodass ich meinen Wohnwagenstecker hier in diesen Blindstecker einstecke und dann funktioniert der Mover. Das soll davor schützen, dass du den Mover betätigen kannst während der Fahrt. Das geht nämlich nicht mehr dann. Ja, genau. Ja. Man merkt, dass du das Gerät eben ich habe 7 Jahre lang benutzt hast. Ja. Das ist also Mover XT. So, ich zeige mal gerade ganz kurz, dass wir das mal zeigen. Jetzt ist er nicht ran. Genau, jetzt dreht die Walte ohne Rad. Und jetzt kannst du ranschwenken. Ist das schwer? Zeig mal. Nee, du musst hier beide gleichzeitig drücken für 4 Sekunden etwa. Und ab dann fährt der Motor automatisch ran, bis er sich entsprechend anpresst. Und dann können wir losdüsen. Eigentlich ein ganz simples System, aber die Leute sind immer noch fasziniert. Gerade eben sind wieder Leute hier stehen geblieben bei dir im Laden, die sich das angeguckt haben, weil es ist so praktisch, das zu haben. Jetzt merkst du, wie viel Druck der ausübt, oder? Ja. Denkt man, oh Gott, der Reifen. So, jetzt ist er fest drauf. Aber das stellt man vorher ein, das macht die Werkstatt, oder? Genau, das wird ja kalibriert, wird angestellt und das ist genauso eben auch gedacht. So, fahr nochmal. Jetzt fährst du los. Die Geschwindigkeit kannst du stufenlos einstellen. Das geht millimetergenau. Ich kann hier wirklich ganz zart jetzt fahren. Ganz millimetergenau an der Anhängerkupplung dran zum Beispiel. Und dann wir simulieren das mal gerade, dass wir das Ganze mal sehen. Denn ich habe hier eine Anhängerkupplung namens Babystühlchen. Die stelle ich jetzt mal hier hin. Und du kannst von außen jetzt mal bitte in die Mitte von der Lehne reinfahren mit der Anhängerkupplung, gerade von hinten. Das kann ich machen, ja. Ist das schwierig? Nein, das machen wir relativ einfach. Also der fährt jetzt rückwärts und ich kann dann parallel hier die Richtung noch vorgeben. Wenn man von hinten guckt, ändert sich die Richtung uns. Ja, genau. Hier, wir nehmen die Richtung, wie die Deichsel nach vorne steht. So, und wenn du jetzt mal zeigst, man kann das millimetergenau machen. So, jetzt noch mal ein bisschen näher. Jetzt drehe ich mal hoch. Das hier wäre jetzt unser Auto. Also ein bisschen höher drehen. Jetzt bin ich drauf. Jetzt fahr mal über die Lehne drüber. Ich
hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Siehst jetzt Millimeter für Millimeter geht das. So, und jetzt machen wir noch einen anderen Test. Okay, ich bin genau drüber. Jetzt machen wir ein bisschen nach rechts. Ein ganz kleines bisschen nach rechts. Dass wir da mal sehen. Stopp. Bisschen nach links. Fahrst mal 3 mm zurück. Also es geht wirklich millimetergenau und das sogar mit 2 Tonnen. Das hier ist ja jetzt, ich sag mal, für den Mover ist das hier jetzt ein ganz großer Kindergeburtstag. Ja. Klappt übrigens auch super für ganz normale Anhänger. Das ist das, was viele Leute nicht wissen, die also keinen Bock haben, jetzt einen Pferdeanhänger oder sowas durch die Welt zu fahren. Sowas könnt ihr auch einbauen, oder? Ja, man muss ehrlich sagen, es ist eine Grauzone, weil der Mover hat eine ABE für gewisse Chassis. Ach so, und die darf man gar nicht einbauen. Es wird gemacht, ja, aber es ist offiziell nicht erlaubt. Also das kann beim TÜV dazu führen, dass der TÜV sagt, hey, was ist denn hier dran, zeig mir mal die ABE dafür, darf das an der Chassis ran? Also das kann ich jetzt nicht aktiv empfehlen. Also wenn ihr jetzt Alco-Chassis hat als Beispiel, das ist zugelassen? Ja, dann wäre das ohne weiteres machbar, ja. Ich habe gedacht, man kann einfach ranbauen, was man will. Nein, aber ich habe schon überall gesehen, an Marktständen, an Pferdehängern, an Pkw-Transportern. Das ist Deutschland, oder? Das heißt, da muss alles ordnungsgemäß sein, aber dafür, egal, das lassen wir einfach mal so stehen. Wohnwagen Vogt, ja, das Ganze, wirklich tolle Vorführung, kostet, wir haben extra mal die Preise da rausgeholt, du bist nämlich Mitglied bei Movera. Genau. Also das Gerät an sich kostet 2.749 €. Hier wäre jetzt dabei gewesen zusätzlich das kleine Power-Set mit der kleinen Optima-Batterie. Und das ist eine 32 Ampere, eine 28 Ampere Batterie, AHA-Batterie. Und wir bauen natürlich sehr viele 55 Ampere-Stunden oder sogar eben die große 75 Ampere-Stunden Batterie auch ein, wenn die Leute die Batterie parallel auch nutzen möchten für die Autarkie vom Fahrzeug. Kann ich nicht empfehlen. Ich habe meine nur für den Motor benutzt, weil einfach das eine andere Batterietechnik ist. Die ist nicht dafür gedacht, sondern die ist eine Hochstrombatterie, kann man benutzen. Aber das Coole ist, da kann die Aufbaubatterie ruhig mal leer sein. Die Motorbatterie geht immer. Ja, das ist der Vorteil dann. Aber für eine Nacht mal, gerade wenn man ein bisschen Strom braucht, einmal die Wasserpumpe anmacht, ist das auch bedenkenlos. Weißt du, wie es ist? Du machst dann mal die Wasserpumpe an. Oh, klappt ja immer noch gut. Am nächsten Morgen willst du losfahren, dann geht der Motor nicht mehr. Ja, dann wäre es sinnvoll, dann vielleicht sogar noch entweder eine Solaranlage als Zusatzladegerät. Nachts wird schwierig. Oder du musst einfach gucken, dass du noch eine Fernanzeige für die Batterie hast. Oder einfach sparsam damit sein. Wisst ihr was? Macht, was ihr wollt. Ihr könnt das machen. Ich zeige noch eine schöne Besonderheit. Das ist übrigens der Hauptschalter. Der muss erst angemacht werden und ohne den geht gar nichts mehr. Wenn ich jetzt hier ausmache, dann kannst du einfach den Wagen nicht mehr wegfahren. Probier mal. Geht nicht. Ja, hier geht gar nichts an. Ne? So, also Hauptschalter plus nochmal hier ein Sicherheitselement, dass ich also hier den Stromstecker gar nicht verwenden kann. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Das liegt im Saarland, die Landeshauptstadt des Saarlandes. Und ihr macht das Ganze seit über 60 Jahren, habt 50 Mitarbeiter, Riesenwerkstatt. Ihr werdet in Kürze, also ich sag mal in Kürze verglichen mit der Laufzeit eures Lebens, werdet ihr umziehen und werdet auf die grüne Wiese gehen, werdet euch erheblich vergrößern. Ja, so ist der Plan. Wird eine spannende Aufgabe, die wir haben für nächstes Jahr. Aber das schaffen wir. Tschüss, Stefan. Dankeschön. Ciao. Ciao. Sven, ciao. Einmal drehen. Das ist doch ein prima Kinderspielzeug auch, oder? Wenn du jetzt hier bist, da vorne ist die Kinderspielbank, die Spielecke. Da könnt ihr mal ein bisschen mit dem Mover gegen Wohnwagen fahren. Tschüss. Ciao.